Hängen loose, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Erschaffenswert. Und zwar bin ich hier gerade auf dem Grundstück, was ich seit letztem Jahr eigentlich hier schon bewirtschafte, beziehungsweise auch erstmal viel beobachte. Und da möchte ich euch mal zeigen, was ich hier schon alles so erschaffen habe. Also los geht die Tour. Also hier im nördlichen Bereich des Grundstücks, hier hatte ich ja letztes Jahr schon Mulchbeete ausgelegt und die sind tatsächlich über den Winter und übers Frühjahr relativ gut verarbeitet worden von den Lebewesen, unter anderem den Regenwürmern. Und man sieht, dass hier zum Beispiel die Kartoffeln jetzt als Pionierpflanze wirklich hervorragend gedeihen. Bei der Kartoffel hier finde ich es auch ganz interessant, wie schöne Blüten die eigentlich hat. Das war mir so vorher gar nicht bewusst, dass eine Kartoffel eigentlich auch eine sehr schöne Zierpflanze sein kann. Ja, und das ganze Beet hier, das nutze ich als Mischkultur, weil ich auch da ein bisschen experimentiere. Und hier habe ich unter anderem einmal die Buschbohne beispielsweise, die sieht man hier schon, und Kohl mit eingepflanzt. Hier ist noch ein kleiner Weißkohl, der hier schon relativ gut gedeiht tatsächlich. Ja, hier hat sich noch ein Borretsch mit eingemogelt, der war so nicht geplant, aber den nehme ich gerne mit. Ja, hier kann man jetzt ganz schön erkennen, hier habe ich einen Apfelbaum gepflanzt und direkt eine Baumscheibe auch mit angelegt. Auch hier, bevor ich den Baum gepflanzt habe, habe ich erstmal ein Mulchbeet angelegt, dass die Erde schon mal aufgelockert ist, ein bisschen mit Nährstoffen angereichert ist. Und der Baum gedeiht auch relativ gut und freut sich auch über seine Pflanzpartnerschaften. Hier habe ich zum Beispiel die Faselie mit drin als Gründungspflanze und auch als Insektenmagnet. Also hier tummeln sich auch die Hummeln. Im vorderen Bereich, hier habe ich quasi eine wachsende Baumscheibe oder das Konzept der wachsenden Baumscheibe umgesetzt und Kartoffeln gepflanzt. Die waren auch im Stroh gewachsen. Das Stroh habe ich allerdings irgendwann entfernt, weil sich doch relativ viele Schnecken unter dem Stroh versteckt haben und ja, meine Kartoffeln noch sehr stark angefressen haben. Jetzt haben sie sich ein bisschen erholt, da freue ich mich drüber. Und hier im Hintergrund, hier auf der Nordseite, habe ich noch Topinambur gepflanzt. Der steht noch nicht in der Blüte, da freue ich mich aber schon sehr auf die Blüte. Das bringt hier nochmal richtig Farbe ins Spiel. Der Apfelbaum selbst, der ist auf eine schwachwüchsige Unterlage veredelt. Der hat hier durch die starken Winde im Winter quasi so ein bisschen eine Neigung bekommen. Das heißt, den muss ich dann im Herbst eigentlich nochmal ein bisschen richten. Ja, nicht gern gesehen, aber trotzdem erwähnenswert hier im Hintergrund ein Haufen mit Pferdemist. Also ich habe hier um mein Grundstück drumherum direkt ein paar Pferdekoppeln und da sind die Besitzer der Pferde so nett und die kippen mir hier immer mal einen Haufen Pferdemist ab. Der ist tatsächlich relativ wirkungsvoll, um Beete anzulegen, auch um Mulchbeete anzulegen und direkt die richtigen Nährstoffe und auch eine große Anzahl an Nährstoffen in den Boden zu bekommen. Ja, und mein persönliches Highlight, das ist definitiv dieser Bereich hier. Ganz einfach aus dem Grund, weil hier eine riesen Vielfalt herrscht. Und zwar haben wir hier in dem vorderen Bereich ein geschwungenes Hügelbeet. Und das hatte ich im letzten Jahr schon angelegt und als Unterfütterung, da konnte ich den japanischen Knöterich, den sieht man hier im Hintergrund, ganz gut nutzen, da der relativ viel Grünmasse produziert, die Stängel relativ dick werden und wenn man die trocknen lässt, dann kann man die hier relativ gut einarbeiten. Und wie kraftvoll ein Hügelbeet ist, das kann man hier ganz gut an der Johannisbeere sehen. Die hatte ich letztes Jahr noch als Steckling, ungefähr so groß, hier eingepflanzt. Und die ist letztes Jahr schon gut gekommen und dieses Jahr explodiert sie förmlich. Also man sieht hier den Wachstum und die Größe, das ist definitiv beeindruckend. Ja, und den unteren Bereich, den habe ich hier mit Erdbeerpflanzen bepflanzt. Die wachsen hier auch prächtig, die habe ich von einer Nachbarin geschenkt bekommen. Die machen sich hier sehr gut. Ansonsten habe ich das Beet mit größtenteils Starkzehrern wie hier der Zucchini bepflanzt. Hier ist auch noch Kohl mit drin, der ist allerdings noch recht klein und wird hier noch von den Schnecken angeknabbert.
Hier im nördlichen Bereich des Hügelbeetes, da habe ich noch eine kleine Baumschule angelegt. Und zwar sind dies hier veredelte Apfelbäume. Die habe ich vor circa 2 Monaten veredelt und direkt hier eingepflanzt. Und man sieht, die gehen hier auf. Das Ganze funktioniert sehr gut. Ja, und als zentrales Element hier des ganzen Ensembles, das ist natürlich dieser Kirschbaum hier im Hintergrund. Den habe ich im letzten Herbst gepflanzt. Und der wächst hier wirklich sehr gut. Es gibt ja den Spruch, pflanze das auf deinem Grundstück, was wächst wie Gras. Und das ist hier auf dem Grundstück definitiv der Kirschbaum. Und hier um den Kirschbaum herum, hier erkennt man ganz gut das Konzept der mitwachsenden Baumscheibe. Hier habe ich quasi einen Kreis aus Strohkartoffeln gepflanzt, die auch alle sehr gut gewachsen sind. Ja, ihr seht quasi an der Häufigkeit, wie oft ich hier das Wort sehr gut nutze, dass dieser Bereich mir doch sehr gut gefällt. Und ja, er verbindet halt so diese mitwachsende Baumscheibe mit einem Obstbaum in der Mitte. Das Ganze ist auch noch begleitet durch Grünpflanzen und Blühpflanzen, die hier auch für Gesundheit sorgen und Insekten anlocken. Auf der anderen Seite haben wir hier das Hügelbeet, was unter anderem als Strauchschule dient und die Sträucher hier wirklich sehr gut gedeihen, sowie auch als Baumschule agiert. Da haben wir die veredelten Apfelbäume gesehen, die hier wirklich gut wachsen. Und wir können das Ganze bepflanzen, hier auch mit Starkzehrern jetzt, und können dann hier Kohl und Zucchini beispielsweise ernten. Das rockt. Also das waren jetzt mal ein paar Impressionen hier von dem Garten, von dem entstehenden Permakulturgarten. Es gibt natürlich noch viel mehr zu entdecken. Das würde das Video jetzt so ein bisschen sprengen. Ich werde nach und nach auch wieder Videos online stellen über andere Bereiche, was hier gut funktioniert, gegebenenfalls auch was nicht so gut funktioniert, damit wir hier alle zusammen lernen können. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Werte erschaffen.